In dem heutigen Video richten wir gemeinsam E-Termin ein. Dazu geht ihr auf die E-Termin-Startseite und klickt auf kostenlos testen. Anschließend gebt ihr einfach eure E-Mail-Daten und ein ausgewähltes Passwort ein, akzeptiert die Datenschutzbedingungen und wählt euren Namen aus. Wir klicken dann auf Registrieren und gelangen dann zur ersten Startseite. Dort werden unsere Unternehmensdaten abgefragt, die wir dann einfach eingeben werden. Automatisiertes Unternehmen. Ich mache das Ganze jetzt auch im Schnelldurchlauf. So, dann werden wir nach einem Unternehmenslogo oder ein Unternehmensbild gefragt. Dazu wähle ich hier einfach mein Logo für Webformate aus und gehen weiter zu den Öffnungszeiten. Samstag und Sonntag habe ich natürlich nicht geöffnet, deshalb klicken wir hier einfach auf Geschlossen und anschließend auf Weiter. Dann gelangen wir zu dem Reiter Leistungen. Die Leistungen sind die Dinge, die man für einen Termin buchen kann. Also beispielsweise hier kostenloses Erstgespräch. Und weil ich mich darauf vorbereiten muss, dann möchte ich immer 10 Minuten Puffer zwischen den Terminen haben. 30 Minuten Dauer und der Preis der Leistung ist 0. Bei zusätzlichen Informationen kann ich einfach eine kleine Beschreibung einfügen, damit die Personen wissen, wenn sie buchen, worum es denn in diesem Gespräch geht. Also ein erstes Beratungsgespräch zur Absprache der benötigten Automatisierungsleistungen. Wenn ich möchte, kann ich dann noch ein Bild hochladen. Das möchte ich jetzt nicht machen und klicke auf Weiter. Dann gibt es noch Leistungsgruppierungen. Das sind zum Beispiel verschiedene Leistungen, die in eine Gruppe gehören. Ich klicke hier auf Weiter, weil ich es nicht brauche und wähle dann einen Mitarbeiter aus. Fabio Celentano. Beschreibung des Mitarbeiters brauche ich nicht. Mitarbeiterbild, das wählen wir einmal kurz aus. Dazu gehe ich in meine Festplatte und suche mir mein Porträt aus. Dieses Bild wird dann nachher auch angezeigt, wenn der Terminbucher dann einen Mitarbeiter auswählen kann. Da es nur ein Mitarbeiter ist, sind bei diesem Mitarbeiter auch alle Leistungen buchbar. Anschließend klicke ich auf Weiter und komme zu den letzten Einstellungen. Also der minimale Zeitraum vor dem Termin habe ich erstmal kein Limit gesetzt. Benachrichtigung senden, wenn der Termin gebucht wurde, dass ich überhaupt weiß, es wurde ein Termin gebucht, ist automatisch aktiviert. Der Termincluster ist ausgestellt derzeit. Ich mache den gleich an. Das bedeutet, wenn ein Termin schon existiert an diesem Tag, dann wird der vor und der nach diesem Termin mögliche Termin angezeigt und alle anderen erstmal nicht, sodass keine Lücken in den Termin entstehen. Auch die Auswahl der Mitarbeiter bei der Online-Terminbuchung habe ich erstmal ausgestellt, weil ich nur einen Mitarbeiter habe. Ich klicke auf Fertig und habe damit dann die Einrichtung meines E-Termin-Accounts erfolgreich beendet. Hier gibt es dann jetzt noch die Möglichkeit, ein Einführungsvideo anzuschauen. Das würde ich euch empfehlen. Ich bin aber hier an der Stelle fertig und wünsche euch viel Spaß bei eurer Einrichtung.